Heute zeige ich euch den 2022er Vollstein Riesling Feinherb vom Weingut Goswin-Lambricht vom Mittelrhein. Was ist das Besondere an diesem Wein? Zum einen Vollstein, der Name ist Programm. Die Trauben, die für diesen Wein verwendet wurden, stammen allesamt aus sehr steilen Lagen. Das heißt, es wurde alles mit der Hand gelesen. Es ist eine Cuvée aus 3 unterschiedlichen Toplagen, die allesamt vor allen Dingen von Blauschiefer geprägt sind. Feinherb, also nicht trocken. Unsere amerikanischen Freunde sprechen in dem Zusammenhang auch vom Off-Dry, nicht ganz fruchtsüß, aber auch nicht trocken. Das hat den Vorteil und ist auch ganz typisch für die Region, dass die Weine eben gerade diese Blauschiefer-Aromatik sehr präzise und elegant präsentieren. Der Mittelrhein, habt ihr vielleicht noch nicht von gehört, ist eine der kleinsten und vor allen Dingen wahrscheinlich die unbekannteste Weinregion in Deutschland. Ist relativ nördlich gelegen, in der Nähe von Bonn. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Winzer oft Probleme hatten, dass die Trauben gar nicht reif wurden, was jetzt im Zuge des Klimawandels eigentlich eher ein Vorteil ist, weil die Weine eine sehr kühle, straffe, säurebetonte mineralische Stilistik aufweisen, die, und das ist unser Vorteil in dem Zusammenhang, eben auch dafür sorgt, dass die Weine sehr langlebig sind. Also gerade hohe Säuren in kühlen Jahrgängen vom Mittelrhein sind eigentlich nahezu unzerstörbar. Dann lasst uns mal den Wein gemeinsam verkosten. Wir sehen hier schon an der Farbe, dass wir ein relativ reifes Lesegut gehabt haben auf jeden Fall. Das ist so goldgelb, wie sich das hier präsentiert. Ich rieche mal rein. Und da fällt in der Nase schon direkt auf, also zum einen eine sehr präsente, prägnante Schieferaromatik und zum anderen auch so ein leichter Stinker von der Spontangärung. Diese sehr frische Riesling-Apfelfrucht, die uns da entgegenschlägt, gepaart mit dem Schiefer, führt einen natürlich blind auch mal schnell aufs Glatteis, weil man das spontan vielleicht eher der Mosel auch zuordnen würde, die ja die bekanntere Schieferregion ist. Wenn wir jetzt aber nochmal genau reinriechen, dann haben wir hier eine sehr klare Apfelfrucht. Dahinter finden wir auch diverse grüne Kräuter, die den Schiefer und auch die Säure nochmal unterstreichen. Aber wir merken sehr schnell, es ist nicht so verkopft wie viele Rieslinge, die wir von der Mosel kennen. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Mosel und Mittelrhein an der Stelle. Die Weine vom Mittelrhein sind oft sehr viel zugänglicher. Ich probiere mal einen Schluck. Das ist jetzt sehr interessant, weil wir haben hier am Gaumen, einerseits ist die Textur sehr seidig, schon fast cremig, und andererseits zieht die Säure und der Schiefer das Ganze hier sehr, sehr straff am Gaumen entlang. Also die Säure drückt uns quasi den Schiefer von unten gegen den Gaumen. Und da haben wir so eine wunderbare, tolle Mineralität, die durch die Restsüße, die sich dann eben auch bemerkbar macht, sehr schön getragen wird und eigentlich dadurch eine Klarheit auch bekommt, weswegen dann auch eigentlich jetzt klar sein sollte, warum man auch auf dem Weingut Goswin-Lambricht der Ansicht ist, dass gerade so eine feinherbe Lagen-Cuvée den Mittelrhein sehr exemplarisch vorstellen kann. Dann sprechen wir jetzt an dieser Stelle einmal über das Pairing. Also wie wir diesen Wein einsetzen. Das funktioniert zum einen natürlich sehr gut solo, weil wir hier einen durchaus komplexen Riesling haben, der aber auf der anderen Seite auch sehr zugänglich ist und sich auch sehr offen präsentiert, also nicht verschlossen ist. Man kann ihn, wie ihr seht, auch in so kleinen Rieslinggläsern ausschenken, servieren und es funktioniert. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesling, gerade aus Blauschiefer-Steillagen, der sich wunderbar mit Essen kombinieren lässt. Allen voran natürlich mit fischigen Geschichten aufgrund von Schiefer und Säure, die wir hier haben, aber eben auch Restsüße funktioniert oft sehr gut mit Meeresfrüchten, beispielsweise Jakobsmuschel oder auch Langusten, die ja auch oft gerade die Langusten haben oft so ein leicht süßliches Fleisch auch.
was dann wieder sehr gut von dem Feinherben im Riesling aufgegriffen wird. Man kann das Ganze eben mit einer Hummerbisk zum Beispiel servieren. Das wäre dann sehr klassisch. Wenn ihr es ein bisschen einfacher haben wollt, wäre meine Empfehlung auch einfach ein Weißweinrisotto dazu zu machen und das mit Flusskrebsen vom Grill zu servieren. Da kann man diesen Wein sehr, sehr gut von servieren und hat eben auch einen Wein, von dem man genügend Menge, sage ich mal, zur Verfügung hat, um den dann eben auch das Risotto verdauen zu können an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann liked diesen Beitrag und folgt Serious Drinking für mehr Videos wie diese. Bis bald.